Hallo ihr Lieben, endlich bin ich dazu mal gekommen, ein Tutorial für euch zu machen. Es haben mich ja etliche, vor allem auf Topmodel, gebeten, mal eins zu machen, um zu sehen, wie ich meine Designs erstelle. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit und habe dann halt eins gemacht. Und zwar benutzt ihr das Programm Paint to Say. Das ist ein billiges Zeichenprogramm, das, glaube ich, in China erstellt wurde. Und natürlich ist jetzt zum Beispiel Adobe Photoshop viel besser, weil es viel mehr Möglichkeiten bietet, aber es ist halt billiger und man kann genauso gut damit zeichnen, vor allem für Anfänger. Und ja, unten in der Beschreibung findet ihr den Link, wo ihr dieses Programm downloaden könnt. Ich habe es auf Englisch, in englischer Sprache runtergeladen, weil es noch keine deutsche gab. Jetzt gibt es, glaube ich, auch eine deutsche. Und wenn ich den Link dazu finde, packe ich den auch in die Beschreibung mit rein. Und bitte und wenn mich jetzt viele fragen, wo ich das jetzt wirklich downloade und wie man das kostenlos bekommt, gebt einfach in Google das ein und sucht es, denn da findet ihr echt viel, so habe ich es auch gemacht. Und ich will jetzt nicht irgendwie hochnäsig oder so wirken, aber es fragt wirklich fast jeder das Gleiche und auf meiner Setgov auf Topmodel steht es meist auch schon und ich habe auch nicht die Zeit, immer die ganzen Nachrichten zu beantworten. Und ja, dann fangen wir mal an. Also wenn ihr das Programm öffnet, habt ihr halt dieses Bild vor euch und wie ihr sehen könnt ihr noch überhaupt nicht damit zeichnen, da ihr noch keine Seite aufgemacht habt, weil ihr halt hier einen grauen Bildschirm habt. Um jetzt eine Seite aufzumachen, geht ihr auf File, hier oben in der Ecke, klickt drauf und macht New, also neu. Und könnt ihr auch hier diese Kürzel verwenden, CTR und N, geht genauso. Und dann habt ihr dieses Fenster hier. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mein Format auf A4 gestellt, also eine normale A4-Seite. Ihr könnt es natürlich auch ändern, entweder hier in verschiedenen Größen oder ihr nehmt einfach diese DIN A4, DIN A3 Formate, weil das finde ich am einfachsten, weil man die Seitenverhältnisse schon kennt. Und ja, ich nehme eigentlich immer A4, weil die Qualität dann eigentlich besser ist und wenn ihr dann das Bild noch ausdrucken könnt oder wollt, habt ihr eine sehr gute Qualität darin. Ja, eigentlich ändere ich sonst nichts. Hier könnt ihr halt dann nur nochmal einen Namen reinschreiben für euer Projekt. Ich nenne es einfach mal Bild. Und dann klickt ihr einfach auf Enter oder auf OK. So. Jetzt habt ihr also eine Seite und hier in diesem Fenster seht ihr diese Seite auch als eine Ebene, also auf Englisch Layer. Und ja, darauf könnt ihr jetzt so eigentlich loszeichnen, wobei ich empfehle, wirklich mit vielen Ebenen zu arbeiten, vor allem wenn ihr jetzt die Farbe wechselt oder einen Schatten macht, weil man das dann halt viel besser verbessern kann. Sonst müsste man wieder die Grundfarbe neu auftragen, wieder den Schatten neu machen und das ist dann halt viel Arbeit. Am besten lässt ihr diese Ebene einfach immer weiß, damit ihr halt einen Hintergrund habt. Ja, eine neue Ebene erstellt ihr, wenn ihr hier auf dieses leeres weißes Papier klickt. Da kommt auch, wenn man die Maus länger drauf hält, New Layer, also neue Ebene. Und wenn ihr draufklickt, habt ihr da auch eine neue Ebene. Die könnt ihr natürlich auch benennen. Sagen wir mal jetzt, ihr wollt jetzt einen Ball oder so, dann macht ihr Ball. Schreibt ihr Ball hin und ich schreibe eigentlich immer GT, also für Grundton dahinter und bestätigen. Jetzt könnt ihr natürlich den Ball oder was auch immer hinmalen. Und ja, hier habt ihr den Pinsel. Wenn ihr ein Grafiktablett habt, also jetzt seht ihr, ohne Grafiktablett habt ihr so gerade Spitzen. Wenn ihr aber ein Grafiktablett habt, sieht das Ende ein bisschen anders aus. Und zwar, Moment, mein Grafiktablett spinnt. So. Und zwar könnt ihr dann hier einfach, seht ihr, dann habt ihr hier eine normale, gute Spitze. Also vor allem, wenn man Haare zeichnet, finde ich das sehr praktisch mit einem Grafiktablett, denn
Dann sieht das natürlicher aus und nicht, dass jedes Haar jetzt wirklich gerade ist. Die laufen ja auch spitz zu, also daher. Ja. Ja, die Farben wechselt ihr entweder hier, also da könnt ihr halt entweder rumschieben und dann gucken, ob ihr jetzt ein helleres, dunkleres oder was weiß ich wollt. Hier ändert ihr die Farben, also den Farbton. Und hier halt immer dann die Variation hell oder dunkel. Hier könnt ihr es genauso gut machen. Und ihr könnt dann die Farben auch hier rein speichern. Also ich mache das vor allem, hier sind meine ganzen Haartöne und hier meine ganzen Hauttöne. Und das sind jetzt halt Farben, die ich bei aktuellen Projekten benutze, damit ich es nicht jedes Mal vom Bild kopieren muss. Und dann habt ihr zum Beispiel das Grün. Klickt ihr mit der rechten Maustaste auf ein leeres Feld und sagt Z, und habt ihr die Farbe da. Wenn ihr sie nicht mehr wollt, klickt auf die Farbe und macht Remove und fertig. Ihr habt dann die Farbe nicht mehr dran. So, wenn ihr zum Beispiel jetzt diesen Ball zeichnet, dann habt ihr ja... Ach, wo ist jetzt der Pinsel hin? Da. So, dann habt ihr ja hier den Pinsel. Könnt ihr natürlich hier auf die Größe umstellen. Und dann zeichnet ihr jetzt den Ball. Seht ihr, ganz kleiner Pinsel, könnt ihr natürlich noch größer machen, geht es schneller. So, und natürlich sieht das jetzt doof aus, weil da kein Licht, kein Schatten oder sonstiges ist. Also macht ihr noch eine neue Ebene. Damit aber der Schatten nicht außerhalb dieses Bereichs tritt, sucht ihr von diesen 3 Optionen hier Clipping Group. Dann seht ihr, hier ist so ein rosaner Streifen. Das heißt, dass diese Ebene sich nur auf diesen Bereich hier bezieht und auch nur in diesem Bereich zeichnet. Das sieht man sehr gut, wenn ihr jetzt eine dunkle Farbe nimmt für den Schatten. Dazu nehmt ihr am besten Brush, denn das ist ein bisschen weicherer Pinsel, der halt auch die Übergänge so gut hinbekommt. Zeichnet ihr hier, seht ihr? Auch wenn ich hier male, geht gar nicht. So, aber jetzt sind natürlich die Übergänge nicht so toll, also wenn ihr mit einem normalen Pinsel macht, dann ist es ja noch blöder. So, deshalb nehmt ihr Blur, oder wie es auch ausgesprochen wird. Das heißt, damit könnt ihr dann diese Farbe verwischen. Also ihr verwischt das so und voilà, die Übergänge sind geschaffen und es wird jetzt auch ein bisschen anders. Jetzt könnt ihr natürlich auch noch Licht reinmachen. Jetzt macht ihr wieder eine neue Ebene und wieder Clipping Group. Und sucht euch natürlich weiß aus, weil eure Reflexe weiß sind. Und malt zum Beispiel hier jetzt weiß. Dann nehmt ihr wieder Blur und ein bisschen verwischen und voilà, habt ihr einen Reflex drin. Und das Ganze sieht doch schon ganz anders aus. Und Clipping Group ist sehr gut, denn, oder allgemein neue Ebenen, denn wenn ihr zum Beispiel das jetzt ausschaltet, seht ihr, aha, da habt ihr das Licht, da den Schatten und da das ganz normale. Wenn ich es ganz ausmache, ist es ganz weg. Und so mache ich es auch bei meinen Topmodels. Dazu werde ich auch nochmal ein Tutorial machen. Und natürlich ist es gut, wenn ihr jetzt wirklich, wie bei den Models zum Beispiel, wirklich jetzt Rock, Krawatte, Armband, Kette, ein Top, zweites Top, Schuhe, alles habt, dann wird die so verrückt. Also da rate ich einfach, diese ganzen in eine Gruppe zu machen. Ihr erstellt eine Gruppe, in der ihr hier klickt. Und diese könnt ihr natürlich auch benennen und das schreibt zum Beispiel Ball. Und dann könnt ihr natürlich auch diese Gruppen hier alle da reinschieben. Das ist auch nicht ganz sehr elegant gewesen. So. Und habt ihr es in einer Gruppe. So findet ihr es immer schneller wieder. Ja, was ist denn noch wichtig? Ja, Outlines. Wenn ihr Konturen machen möchtet, müsst ihr auch immer eine neue Ebene erstellen. Aber da macht ihr nicht dieses weiße normale Papier, sondern ihr klickt auf dieses mit dem Füller oder was es auch sein soll. Denn dann könnt ihr einen Outline erstellen, also den Konturen. Ich zoome mal ein bisschen mehr ran. Und dann habt ihr hier Curve, das benutzt ihr eigentlich immer. Ihr könnt natürlich auch pennen, dass ihr wirklich die ganzen Konturen selber macht, aber es ist nicht so toll, finde ich.
Ich benutze es eigentlich nur bei Haaren oder bei solchen dynamischen Sachen. Bei so einem Ball nehme ich eigentlich immer die Kurve. Hier könnt ihr natürlich auch wieder, wie dick die Linie sein soll, aussuchen und klick einfach los. Dann seht ihr, ich kann in jede Richtung gehen. Ich habe ja diesen einen Punkt schon fixiert. Ich möchte hier aber einen Ball haben. Also klicke ich einfach mal hier. Und wie seht, so egal wie so wie ich mich bewege, so ändert sich auch die Kurve. Weil die Kurve, wie ihr guckt, ist auch verschringelt. Das heißt, dass sie nicht eckig ist und gut für runde Form geeignet ist. Also ihr klickt einfach mal mehrmals irgendwo hin, bla bla bla. Ich mache es jetzt nicht so ordentlich. Ist ja nur, um zu zeigen. So, ihr seid hier angekommen. Und was nun? Wie werde ich dieses Ding los? Einfach zweimal klicken und fertig. So, wenn ihr zwischen den Ball ausblendet, seht ihr nur die Konturen. Ja, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr viereckige Sachen habt, auch dieses Line nehmen. Da habt ihr halt nur viereckige Sachen. Oder, wenn ihr was falsch gemacht habt, den Radiergummi, dann habt ihr das nicht mehr. Ihr könnt auch die Farbe von den Konturen wechseln. Guckt auf Color, dann zum Beispiel rot oder dieses ganz dunkelgrün, weil wir einen grünen Ball haben und habt ihr ein grünes Outline. Ihr könnt auch die Punkte verschieben. Wenn ihr auf Edit, also Bearbeiten klickt, seht ihr hier, ihr habt hier verschiedene Punkte. Da habt ihr immer jeweils drauf geklickt. So, dann könnt ihr zum Beispiel hier draufklicken, halten, wichtig, ihr müsst es halten und dann irgendwie verschieben, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt auf einmal Ohren haben wollt, weil es doch kein Ball ist, sondern eine Katze oder ähnliches. Einfach Ohren, fertig. Ihr könnt auch die Dicke der Kontur ändern, indem ihr dann halt auf White klickt und dann eine Dicke aussucht und dann einfach auf diese Linie klickt. Dann auf einmal ist sie dann dünn. So. Ja. Was noch? Genau. Wenn ich jetzt ja, genau. Wenn ich jetzt zeichne, kann ich natürlich, also ich habe ein Grafiktablett, ich weiß nicht, ob ihr eins habt. Wenn ihr keins habt, könnt ihr hier bei jeder Pinselform, also ob es jetzt Airbrush, nur Pinsel oder auch einfach ein Bleistift oder was auch immer ist, die Deckkraft ändern, also Density. Und damit ihr halt, zum Beispiel wenn ihr jetzt ein transparentes Top habt oder irgendetwas transparent zeichnen wollt, könnt ihr es dann halt auch transparent machen. Ja. So ist es ja ganz. Und dann macht ihr 50 und dann habt ihr es halt nur in der mittleren. Natürlich, wenn ihr da drüber fährt, ändert sich das natürlich, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt 50 und 50 Deckkraft habt, dann bekommt ihr ja halt sagen 100% Deckkraft. Das ist natürlich klar, ist eine Mathematik. Aber natürlich könnt ihr die Deckkraft auch anders ändern. Und zwar mache ich das so, dass wenn ich jetzt eine Gruppe habe, dann male ich erstmal ganz normal mit der vollständigen Deckkraft den Schatten, das Licht, den Grundton, bla 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 bla. Und dann sage ich, ach, ich möchte das doch vielleicht transparent haben. Dann ändere ich nicht vom Pinsel die Deckkraft, sondern von der Gruppe bzw. der Ebene. Das mache ich, indem ich auf Opacity hier oben gehe und hier die Deckkraft bei der Ebene, wo ich mich gerade befinde, also die blau markierte, hier ändere. Dann sehen wir, ach, die Deckkraft ändert sich mitsamt dem Licht und dem Schatten. Das ist ja toll und gut. Und so wollen wir es auch haben. Und es ist eigentlich einfach die beste Möglichkeit. So. Jetzt blende ich das mal alles aus, damit wir eine leere Seite haben. Und natürlich könnt ihr auch bleiben wir mal bei Ball. Wie ihr sehen könnt, ist eine ganz normale Fläche, glatt, normal. Ihr könnt natürlich auch Punkte reinsetzen, ohne was zu zeichnen. Und zwar geht ihr hier oben auf Textur
Und sucht euch eine, zum Beispiel Dots ist Punkte, Cloth ist klar oder Wood. Also ich habe mir jetzt einige runtergeladen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche im Programm von Anfang an dabei sind. Aber ich nehme jetzt immer die Punkte. Sehen wir, da sind Punkte drin. Natürlich können wir auch die Punkte größer machen. Also indem wir hier die Scale schon ändern. Und wir können auch, wie doll die Punkte sein sollen. Also entweder gar nicht, da ein bisschen und immer so. Das Doofe ist nur dabei, dass es wirklich in der Farbe bleibt. Also nur grün. Man kann jetzt keine weißen Punkte machen. Aber besser als gar nichts. So. Und dann könnt ihr halt ändern. Vielleicht solche Punkte oder Jeans oder was auch immer. Und ja. Natürlich könnt ihr auch noch Effekte rein müssen, aber das mache ich eigentlich gar nicht. Also, ich sehe da auch ehrlich gesagt nicht so den Unterschied. Ach so, okay. Hier ändert sich einfach nur, seht ihr hier außerhalb? Das ist einfach der Rand. Also, ich habe ja auch keine anderen Effekte, aber wie gesagt, ich benutze es auch gar nicht. Ja, was kann man noch machen? Ja, genau, hier, normal, genau. Diese Option gibt es bei Photoshop auch. Nur, dass die natürlich da viel deutlich mehr ausgeprägt ist. Wir entfernen mal jetzt hier diese Textur. So. Da haben wir hier den Ball. Und dann können wir hier natürlich auch, zum Beispiel, wenn ihr jetzt normale haben eigentlich. Und ich habe zum Beispiel hier jetzt den Ball und den Schatten. Das könnt ihr auch nach Schatten benennen, indem ihr doppelt draufklickt und dann einfach Schatten hinschreibt. Und dann bestätigt ihr halt eben eine Schatten. So. Und ich sehe das jetzt so, okay, das ist normal, aber vielleicht kann es noch ein bisschen ändern. Kann ich entweder Multiply machen, das heißt, dass diese Ebene, also die Farbe auf dieser Ebene, mit der darunter multipliziert würde. Und es gibt einen kleinen minimalen Unterschied, wenn ihr euch hier vor allem diesen Bereich anguckt. Wenn ich von Multiply und Normal, dann ist es ein bisschen heller, aber naja. Jedem, wie es gefällt halt. Oder Screen, ich weiß gar nicht, was Screen ist. Wahrscheinlich ist es mit Licht. Overall, es ineinander kopieren, sowas in der Art. Oder hier, dass es dann halt das extremes Licht ist. Oder, was haben wir noch? Oh, oder da, wo ich allgemein gemalt habe, eine Farbe ist. Aber ich glaube, das braucht man nicht wirklich. Und ja, also müsst ihr halt gucken, was euch passt. Aber ich arbeite damit fast gar nicht. Nur bei Photoshop, weil dort die Möglichkeiten halt besser sind. Ja, dann habe ich noch was vergessen. Ja, hier oben habt ihr halt die Anzeige, wo ich gerade findet, wenn ihr wirklich ein großes Bild habt und es wirklich hier rangezoomt habt, dann könnt ihr hier auf dem schnellen Weg in den Kasten klicken und schnell im Bild schnell herumkommen. Anstatt jetzt hier wirklich jetzt alles einzeln zu verschieben oder erstmal zu verkleinern und dann wieder dahin zu vergrößern, wo man hin möchte. Dann habt ihr noch hier diese Clipping Group. Das ist natürlich, was ich schon erklärt habe, dass man nur in diesem Bereich malt, auf dessen Fläche das bezogen ist. Natürlich habt ihr auch jetzt Pressure Opacity. Das heißt, dass wenn ich diesen Ball habe und auf der Fläche des Balls bin und das hier klicke, heißt es, dass ich diesen Raum fixiert habe und auch nicht mehr außerhalb dieses malen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch nur die Farbe jetzt ändere, dann auch nur in diesen Bereichen, die auf dieser Ebene schon bemalt wurden. Ich kann nichts neu anmalen. Das gilt aber auch nur man kann es aber auch wirklich nur auf die Fläche einstellen, auf der man sich befindet. Clipping Group ist im Grunde eigentlich das gleiche, nur dass man das auf einer anderen Ebene macht, die sich auf diese hier bezieht. Ja, und Selection Source ist halt, zum Beispiel, wenn man jetzt ich arbeite ja mit Ebenen, viele zum Beispiel bei Haaren. Es ist bei mir oft so, dass, wenn ich zum Beispiel hier jetzt meine Haare habe, ich mache mal eine neue Ebene, und natürlich male ich die erstmal ganz normal so. So, ich möchte jetzt aber diese tollen Striche, also dieses hell-dunkel mit reinbringen.
Ich möchte aber nicht auf dieser Ebene arbeiten. Dann mache ich diese neue Ebene, dieses Clipping Group. Und hier ändere ich den Modus des Pinsels nicht auf normal, sondern auf Multiply. Das heißt, dass ich dann halt, wenn ich drauf zeichne, die Farbe sich halt multipliziert. Also zum Beispiel braun plus braun, das ist noch dunkleres Braun. Ich male aber auf einer neuen Ebene. Und dann mache ich hier das Selection Source. Das heißt, diese Ebene denkt jetzt, dass ich auf dieser Ebene male. Das heißt, wenn ich es hier drauf male, bekomme ich den gleichen Effekt, als wenn ich auf dieser Ebene hier malen würde. Das finde ich ganz gut. Das benutze ich vor allem bei meinen Haaren, da der Effekt einfach gut ist. Also, wenn ich meine Models zeichne und ein Tutorial dazu mache, dann erkläre ich das noch genauer. Ja. Ich lösche das jetzt erstmal. So. Dann kommen wir mal so in diesen Bereich hier. Also in diesem hier kann ich euch eigentlich gar nichts mehr erklären. Also im Grunde stellt man hier genau das gleiche wie hier ein, nur dass diese Einstellungen auf die Pinsel bezogen sind und diese auf die Ebene. Also ob ihr jetzt das hier oder hier einstellt, ist naja, nicht ganz egal, weil wenn ihr mit dem Pinsel schon jetzt eine Textur auswählt und damit malt, dann habt ihr hier, was habe ich da? So ein Ding. Das heißt, wenn ihr jetzt das nimmt, dann könnt ihr die Ebene nicht mehr eintönig machen. Also da müsst ihr nochmal drüber. Und wenn ihr das erst später reinstellt, dann habt ihr zwar die Ebene schon ganz ausgemalt, aber der Effekt ist halt später da. Also ich würde immer empfehlen, das hier einzustellen als hier. Ja. Dann kommen wir mal zu diesem Bereich hier oben. Und zwar, die ersten Pfeile ist eigentlich so wie bei jedem anderen Programm, bei Word oder bei PowerPoint oder bei Photoshop oder egal welchem Programm, Schritt zurück. Schritt vorwärts, Schritt zurück und immer so weiter. Wenn ihr euch mal vermalt und dann aus Versehen nicht radieren wollt, dann einfach Schritt zurück oder aus Versehen was anklickt. Kann man ganz gut machen. Hier stellt ihr ein, wie groß das Bild gerade ist. Also das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr es einfach so normal ranzoomt mit der Lupe hier. Aber so. Ich finde es eigentlich mit der Lupe bequemer. Aber ja. Hier genau auch Minus, Plus. Also ob ihr es hier oder hier macht, ist egal. Stopp. Wenn ihr auf Stopp klickt, habt ihr die originale Ansicht. Also 100 eigentlich so, dass das ganze Bild in diesen Bildschirm passt. Hier stellt ihr, das finde ich gut bei diesem Programm, ihr könnt das Bild drehen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Kurve malt und ihr denkt, ach, ich kann es so malen, aber nicht so, dann könnt ihr einfach hier drehen und dann ohne Probleme so machen. Natürlich könnt ihr das auch hier machen, also egal. Oder ihr klickt entfernen, also die Taste entfernen und dann dreht ihr das mit der Taste. Das habe ich durch das Fall erfahren, weil ich eigentlich etwas entfernen wollte, aber es ging leider nicht. Man entfernt in diesem Programm, also wenn ihr Tasten benutzt mit D, also wenn ich hier, so habe ich auf dieser Seite habe ich es nicht gemalt, aber zum Beispiel ich male hier jetzt so, dann entferne ich mit D, wenn ich D klicke. Und ja, ach ja, genau. Hier könnt ihr dann euer Bild spiegeln, also so wie zum Beispiel, ich gerade gesagt, ihr könnt so eine Linie malen, aber ihr könnt die jetzt nicht genau so machen. Dann könnt ihr hier die Seite spiegeln und die Linie dann nochmal genauso machen. Und wieder zurück. Also, ja, hier, das weiß ich gar nicht, was das ist. Also ich benutze das eigentlich gar nicht, also keine Ahnung. Braucht ihr eigentlich gar nicht zu ändern. Ja. Und dann kommen wir mal hier zu diesen oben. Also File ist ja klar, neues Dokument öffnen, ein gespeichertes Dokument öffnen, eure letzten Projekte öffnen. Also wie ihr seht, habe ich hier letztes Mal viel mitgearbeitet, also habt ihr halt, was ihr letztes Mal gemacht habt. Speichern unter oder Export, also eigentlich ist genau das gleiche wie Speichern, nur halt dann exportieren und hier könnt ihr gleich als was ihr das haben wollt auswählen und hier müsst ihr erst, wenn ihr speichern, hier auswählen. Also
ist halt, ja, wie euch bequemer ist. Und hier könnt ihr auch immer noch den Namen des Projektes ändern. Also, ja. Hier könnt ihr natürlich bei der Ansicht auch, also wenn ich bei der Ansicht könnt ihr auch vergrößern, verkleinern, also oder drehen, also genau wie hier. Und mit Stopp, also egal ob dem oder dem, macht ihr es halt immer. Also hier das Drehen und hier immer allgemein alles. So. Canvas, wenn ihr es aufmacht, also was auf Deutsch genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber hier könnt ihr halt entweder die Größe des Bildes ändern oder ihr könnt es auch kleiner machen, wenn ihr zum Beispiel nur den Ball haben wollt. Ihr könnt es zuschneiden. Also zum Beispiel Change Resolution ist die Größe des Bildes ändern. Also zum Beispiel wenn ihr jetzt A5 habt, dann könnt ihr das hier auf A4 ändern. Und dann müsst ihr leider nicht A4 und so schreiben, sondern halt wirklich dann die Millimeter oder halt die Pixelauflösung und so. Wenn ihr hier dieses Constant Proportions einklickt, dann heißt es, dass das Seitenverhältnis gleich bleibt. Also dann, wenn ihr eine Sache ändert, sich die andere automatisch mitändert. Hier könnt ihr dann halt nochmal das Bild spiegeln, also entweder horizontal, vertikal oder drehen. Also das ist nicht das gleiche wie hier, nicht verwechseln, sondern es ist wirklich, das Bild bleibt dann so. Aber das verwende ich eigentlich auch nicht. Ja, dann hier Layer ist Ebenen. Also neue Ebene erstellen, neue Linework, also Outlines erstellen, neue Gruppe erstellen, also dieses New Set halt diese Gruppe oder auch eine Ebene kopieren oder eine löschen, also und Erase ist, glaube ich, nicht markieren oder so. Ja, das ist gerade grau markiert, das heißt, ich kann es nicht aussuchen. Und den Rest, ja, also hier ein Transform ist, wenn ihr mit den, also ich mache es eigentlich immer so, wenn ich Steuerungstasten und T drücke, dann kann ich auf dieser Ebene halt das bewegen, also skalieren oder halt so oder auch so. Und damit die Seitenverhältnisse gleich bleiben, benutze ich halt immer, also drücke ich immer die Umschalttaste und halte sie fest, damit die Proportionen gleich bleiben. Und entweder mit OK hier oder einfach mit Enter bestätigen, dass es so bleibt und fertig. Natürlich könnt ihr das auch hier, also wenn ihr das jetzt, das könnt ihr auch hier machen. Also ob ich hier klicke mit den Tasten ist egal, aber mit den Tasten ist eigentlich immer schneller. Ja, und hier auch nochmal spiegeln, drehen. Und dann ist aber auch nur wirklich das, was auf dieser einen Ebene ist und nicht das ganze Bild. Und Rename ist, dass ihr einfach die Ebene umbenennt. Also das gleiche, wenn man einfach doppelt draufklickt. Selection brauchen wir jetzt eigentlich nicht angucken. Filter, ja, also hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ach, grün ist so eine blöde Farbe, ich will sie ändern. Dann könnt ihr, oder hier, wir sind gerade auf der braunen Ebene, dann könnt ihr einfach hier die Farbe ändern. Sagen wir grün und dann hier, ob das jetzt knallig sein soll oder wenig grün drin sein soll und ob es hell und dunkel ist. Also das könnt ihr dann problemlos nachhinein ändern, wenn ihr das später feststellt. Oder hier Brightness und Contrast, hier ändert ihr nicht die Farbe, also die Farbe auch schon, ja, aber nicht wirklich jede Farbe, sondern die Farben, die in dieser Farbe enthalten sind. Also braun kann man sagen, okay, hier ist ein bisschen schwarz drin und, weiß ich, orange oder rot. Und dann ändert sich ja wirklich nur diese Farbe und nicht, dass ihr jetzt mal blau hinbekommt. Dann könnt ihr das natürlich auch, wenn es ganz schwarz sein soll, ein bisschen orangener oder was auch ich. Und hier auch wieder, wie stark der Kontrast sein soll und wie hell. Also das ist eigentlich dann, ja, müsst ihr halt probieren, wie es dir am besten gefällt. Ja, dann View, also View ist eigentlich, die ganzen Einstellungen findet ihr eigentlich hier in den ganzen Bereichen Zoom und so wieder und darauf braucht ihr gar nicht gehen, weil ihr das alles schon hier habt. Ja, Window ist eigentlich also alles, was ihr hier seht, also das ganze Programm. Und hier könnt ihr euch dann halt auch also vor allem hier, das geht noch um diese beiden hier. Also ihr könnt
hier jetzt entscheiden, was ihr von den Sachen hier angezeigt bekommen wollt. Also das ist eigentlich egal, weil zum Beispiel Color Wheel ist dann dieses weg. Color Wheel ist wieder da. Das könnt ihr aber auch genauso schnell hier einstellen, ohne in diese ganzen Optionen reinzugehen. Also hier weg, wieder da oder hier das und das. Also in die Option braucht man gar nicht reingehen. Natürlich könnt ihr auch, ich überlege gerade, wo man das einstellt. Ach ja, genau, hier. Hier, wenn ich hier klicke, ich mache das selber nicht, weil ich da echt Probleme hatte, das wieder in Ordnung zu bringen, könnt ihr die beiden entscheiden, wo die stehen sollen. Also ob ihr das jetzt rechts haben wollt oder links oder eins rechts, eins links, ist eigentlich völlig egal. Das könnt ihr euch hier einstellen, also Show Layer Panel to Right, also Layer Panel ist halt dieses Fenster hier mit den ganzen Vorschau so. Und das könnt ihr dann halt rechts angezeigt bekommen. Und hier, ihr habt es hier gerade links und deshalb kann man hier das rechts einstellen. So, das gleiche kommt auch mit dem hier. Also das ist ja die sozusagen Color und Tool Fenster. Also hier habt ihr die Farbe und hier sind dann die ganzen Tools, also die ganzen Pinsel und so. Und die könnt ihr auch rechts anzeigen. Wobei ich einfach das auf den beiden Seiten gut zusammenfinde und das nicht ändere. Und ja, ihr könnt hier, wenn ihr auf Full Screen, dass ihr wirklich hier nicht mehr dieses Start angezeigt bekommt, sondern wirklich nur das Programm. Aber natürlich braucht ihr das nicht machen. Ihr könnt das dann auch natürlich normal machen und dann bekommt ihr hier unten dann wieder Start angezeigt. Also, ja. Hier bei Others, das ist eigentlich auch jetzt nicht so interessant, da müsst ihr eigentlich gar nicht draufklicken. Also hier könnt ihr Hilfe bekommen, aber leider nur auf Englisch. Auf Optionen stellt ihr einfach ein, ob ihr jetzt zum Beispiel hier was für eine Prozentzahl ihr haben wollt oder ob ihr einen Stift oder die Maus benutzt. Ich habe hier ein Grafiktablett, also habe ich einen Stift und eigentlich, also es stellt eigentlich alles automatisch ein. Okay, bis auf diese Sache hier hatte ich nämlich auch Probleme mit meinen Bildern. Ich weiß jetzt nicht, welche Größe da am Anfang steht, aber ich glaube, da war irgendwie vielleicht, also eine Null weniger. Und da konnte ich große Bilder, die halt mehr Pixel hatten, nicht mit dem Programm öffnen. Und dann habe ich es ja einfach umgestellt, damit er weiß, aha, ich kann eine Datei, die größer ist, also die unter diesen Größen liegt, öffnen. Jedoch ist es auch schon die maximale Größe. Wenn ich jetzt hier noch eine 1 dazu schreiben würde, würde er schreiben Fehler, dass er das nicht größer machen kann und ja. Also hier braucht ihr euch eigentlich gar nicht aufzuhalten. Jetzt war es eigentlich, glaube ich, auch schon hier von den Anstellungen. Also mehr habe ich da jetzt nicht. Vielleicht nochmal hier unten seht ihr einfach Felder, die angeklickt werden, sagen wir mal so. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Stift male, seht ihr, dass es blau leuchtet. Oder wenn ich jetzt hier Shift drücke oder Steuerungstaste, dann leuchtet das halt. Das bedeutet, dass ich das gerade drücke oder benutze. Und da fällt mir noch eine Sache ein. Viele fragen mich ja, was das für eine blaue Fläche bzw. blauer Stift ist, den ich immer benutze. Ja, das ist also das Select-Pin, also der Auswahlpinsel. Und zwar, wenn ich jetzt eine Fläche habe, also wenn ihr diese Outlines habt, zum Beispiel hier, wir haben ja diesen die Kontur vom Ball, also okay, es ist kein Ball mehr, aber wenn ich zum Beispiel jetzt bei dieser Kontur nur diese Kontur ausmalen möchte, dann kann ich entweder mit dem Zauberstab natürlich rein oder ich nehme dann diesen Select-Pen hier und markiere mir halt das alles mit Blau. Ich mache es jetzt ein bisschen unordentlich, das ist ja nur zu zeigen, wie ich das meine. So, und klicke dann zum Beispiel, ich möchte es rot haben. Natürlich kann man das auf der Linework Ebene nicht färben. Das ist eine neue Ebene. Und dann seht ihr natürlich, das ist markiert. Mit diesem Select Erase kann man das natürlich auch wieder wegmachen, also wenn man sich jetzt vermalt hat. Und dann kann ich wenn ich F drücke, Steuerungstaste F, das auch gleich färben, ohne jetzt das Füllwerkzeug zu nehmen oder hier oben zu gehen und dann, wo ist das, hier Fill zu drücken. Also das ist ein bisschen
umständlich. Ja, und dann könnt ihr natürlich auch etwas markieren mit dem Lasso. Das benutzt ihr aber eigentlich gar nicht. Oder einfach hier mit den. Ja, das habe ich euch nicht erklärt. Ja, die Hand ist einfach verschieben. Genauso wie hier verschiebe ich wechseln und hier verschiebe ich das Bild und nicht meine Ansicht. Und hier drehe ich das halt nochmal, also genauso wie die Funktion hier. Also die Funktionen wiederholen sich eigentlich und ja. So, aber jetzt war es wirklich, also jetzt bin ich wirklich fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ich Zeit finde, mache ich dann noch mehr Tutorials. Dann aber wirklich auf eine Sache bezogen, zum Beispiel Haare oder jetzt Hintergrund oder was auch immer. Oder vielleicht auch ein bisschen Photoshop. Und dann, ja, bis dann. Tschüss!